Okay, hallo zusammen. Heute schauen wir uns mal was ganz Spannendes an. Die berühmte 70-Jahre-Prophezeiung aus der Bibel. Viele denken ja, wir stehen kurz vor ihrem Ende. Aber was, wenn wir alle den Startpunkt falsch verstanden haben? Es gibt da eine wirklich faszinierende Analyse, die alles bisherige auf den Kopf stellt. Also, legen wir los. Also, wenn man an dieses Thema denkt, was kommt einem da als erstes in den Sinn? Ganz klar, 1948, das Jahr, in dem der Staat Israel gegründet wurde. Das klingt ja auch total logisch, oder? Eine Nation wird geboren, also startet auch die prophetische Uhr für diese Nation. Aber was, wenn das eben nicht die ganze Geschichte ist? Und genau hier, Leute, wird's interessant. Wir haben auf der einen Seite diese Standardannahme. Alles beginnt 1948. Und auf der anderen Seite diese neue These, die wir uns heute ansehen. Die besagt, nee, der wirkliche Startschuss kam später und war an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft. Da fragt man sich natürlich, was für Bedingungen sollen das denn gewesen sein? Das eigentliche Rätsel ist also folgendes. Laut dieser speziellen Interpretation hat die Staatsgründung allein einfach nicht ausgereicht. Die Prophezeiung verlangte mehr. Sie verlangte, dass die Nation nicht nur existiert, sondern politisch und ja, auch spirituell wirklich im Land angekommen ist. Und das Zentrum dieses Ankommens, das war eine ganz bestimmte Stadt. Und damit kommen wir zu den historischen Ereignissen, die laut dieser Deutung der wahre Ankerpunkt sind. Es geht hier nicht um Tel Aviv, wo der Staat ausgerufen wurde, nein, es geht um den Moment, als das Herz der Nation wieder dazuschlagen begann, wo es hingehört, in der historischen Hauptstadt Jerusalem. Schauen wir uns die Fakten mal an. Am 23. Januar 1950 erklärt die Knesset, also das israelische Parlament, Jerusalem zur Hauptstadt. Im März finden dann die ersten Sitzungen dort statt. Und im Frühjahr 1950 ziehen dann auch alle Regierungsbüros von Tel Aviv um. Das war also nicht nur irgendein symbolischer Akt, sondern eine ganz bewusste politische Neuausrichtung. Wow, das ist doch mal eine Ansage, oder? Jerusalem ist und war immer die Hauptstadt Israels. Das ist kein trockener Verwaltungsakt, das ist ein Statement, ein Bekenntnis. In diesem Augenblick wird die historische Verbindung offiziell wiederhergestellt. Und genau das ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Argumentation. Also, das Parlament sitzt in Jerusalem, die Regierung ist dort. Damit war, so die These, die Bedingung der Ankunft im Land endlich erfüllt. Und erst ab diesem Zeitpunkt, und das ist entscheidend, konnte der prophetische Countdown überhaupt beginnen. So, und jetzt passt gut auf, denn hier kommt der eigentliche Clou. Jetzt verbinden wir diese historischen Ereignisse mit einem ganz bestimmten biblischen Gesetz. Die Quelle, die wir uns hier ansehen, argumentiert, dass ein altes landwirtschaftliches Gesetz aus dem 3. Buch Mose, also Levitikus, den Mechanismus liefert, der die prophetische Uhr erst in Gang setzt. Hören wir uns mal ganz genau an, was da in Levitikus Kapitel 19, Vers 23 bis 25 steht. Da geht es darum, dass man nach dem Pflanzen von Obstbäumen warten muss. Die Früchte der ersten 3 Jahre sind quasi tabu. Im 4. Jahr gehören sie Gott und erst im 5. Jahr darf man selbst ernten und den vollen Ertrag genießen. Und genau diese Regel wird hier als prophetische Blaupause gesehen. Okay, also nochmal ganz einfach. 3 Jahre warten, 1 Jahr für Gott und erst im 5. Jahr geht es richtig los. Dieser 5-Jahres-Rhythmus ist der absolute Schlüssel für die ganze Berechnung. Aber wann wurde dieser Countdown denn ausgelöst? Tja, die Antwort darauf findet sich, laut dieser Interpretation, in einem jüdischen Feiertag, Tu Bishvat, das Neujahr der Bäume. Im Januar 1951, also direkt nach der Ankunft in Jerusalem, wurden im ganzen Land symbolisch Bäume gepflanzt. Und genau das, so die Argumentation, war der Startschuss für die 5-Jahresuhr aus Levitikus. So, und jetzt haben wir alle Puzzleteile auf dem Tisch. Jetzt nehmen wir die Ankunft in Jerusalem, packen den 5-Jahres-Countdown aus der Bibel drauf und schauen einfach mal, wo wir am Ende rauskommen. Schaut euch das mal an. 1950 ist die Ankunft in Jerusalem. 1951, mit der Baumpflanzung, startet die Uhr. Die Jahre 51 bis 55 sind dann die 4 Jahre Wartezeit aus der Bibel. Erst im 5. Jahr, also 1956, darf die Frucht gegessen werden. Und genau dieser Moment, der Beginn der vollen Ernte, wird hier als der echte Startpunkt der 70 Jahre gesehen. Nicht 1948, Leute, sondern 1956. Und jetzt kommt's. Wenn wir also von diesem völlig neuen Startpunkt, dem Jahr 1956, die 70 Jahre aus der Prophezeiung draufrechnen, wo landen wir dann? Rechnet mal mit. Genau, im Jahr 2026. Das ist das wirklich verblüffende Ergebnis dieser Neuberechnung.
Also, um das nochmal ganz klar auf den Punkt zu bringen, der Start ist nicht 1948, sondern die Ankunft in Jerusalem 1950. Darauf folgt die 5-Jahres-Wartezeit aus Levitikus, die 1951 beginnt. Die eigentlichen 70 Jahre fangen also erst 1956 an zu laufen. Und der entscheidende Gedanke ist, nach dieser Leseart enden diese 70 Jahre im Jahr 2026 und könnten damit den Beginn der prophezeiten Zeit der Trübsal einläuten. Was wir hier also haben, ist eine komplett alternative Zeitachse. Eine, die auf einer wirklich faszinierenden Verbindung von Geschichte und Bibeltexten aufbaut. Und ganz ehrlich, egal was man von solchen Deutungen hält, sie zwingt einen, neu über Dinge wie Symbole, Zeit und Erfüllung nachzudenken. Eine neue Perspektive auf die Zeit. Was könnte das für unser Verständnis der Zukunft bedeuten? Eine Frage, die man definitiv mal wirken lassen sollte.